Kannst du uns ein bisschen was zum neuen Chronographen 3S zusammenfassen? Ja, eine unserer Neuheiten heuer ist der Chronograph 3S. Wie der Name sagt, hat es auch schon einen Vorläufer gegeben. Technisch unterscheidet sich jetzt dieses Modell nicht vom Vorläufer, bis auf das schöne blaue Zifferblatt. Und wir wollten einfach ein zweites Modell zur Seite stellen. Okay. Und was ist jetzt das Besondere an der Uhr? An dem Chronographen generell, wie der Name sagt, hat diese Uhr zusätzlich, dass sie Stunde, Minute, Sekunde anzeigen kann, auch noch eine Stoppuhr mit drin. Das sieht man auch hier an den beiden Drücker mit dem Start, Stopp und Nullstellen. Und das verleiht der Uhr eigentlich immer ein sportliches Aussehen, auch wenn man jetzt nicht tagtäglich Chronographen benutzt. Ja, okay, verstehe. Und welches Kaliber ist daran verbaut? Das ist ein Kaliber, das wir aus der Schweiz zukaufen. Das heißt Lajou Perret, Kaliber 112. Ja, verstehe. Und kann der Chronograph auch personalisiert werden? Ja, da haben wir eine sehr, sehr tolle Möglichkeit, nämlich wenn man den Chronographen umdreht und sieht, diese Schwungmasse, die diese Uhr automatisch aufzieht, die kann skelettiert werden, auch mit den Initialen des Kunden. Und wofür steht jetzt das S im Namen? S steht für Schaltrad. Das ist eine technische Feinheit. Das Schaltrad ist eigentlich das wichtigste Organ im Chronographen, das alle Funktionen steuert, wie Start, Stopp, Nullstellen. Das ist hier auch in einer sehr schön gebläuten Version aus gebläutem Stahl deutlich zu sehen, weil es auch einfachere Steuereinheiten gibt. Das ist schon superklasse. Ja, okay, vielen Dank. Gerne. Was sind denn die wichtigsten Fakten über die neue präzisionsfreie Uhr Metallica 1799? Das ist eine Uhr, die Uhrmacher als 5/6 Pendeluhr bezeichnen. Das heißt, das Pendel ist ungefähr 1 Meter lang. Das Sekundenzeiger macht 6 Schritte für 5 Sekunden. Ausgestattet ist sie mit einem Räderwerk, das einen Monat lang läuft, bis man es wieder aufziehen muss. Das, was man drunter sieht, ist eine doppelt ausgeführte Luftdruckkompensation, steigert die Ganggenauigkeit. Das ist ein klassisches Strasser-Pendel mit Temperaturkompensation. Und gab es nicht mal schon so eine Uhr von Apple? Ja, stimmt. Vor 20 Jahren hatten wir in diesem ähnlichen Gehäuse schon mal eine Uhr. Hatte aber ein wesentlich einfacheres Uhrwerk. Heute haben wir natürlich ein State-of-the-Art-Uhrwerk aus unserer präzisionsvollen Kaliberei. Und wodurch unterscheidet sich denn diese Uhr von den anderen Airbags? Also technisch die Uhrwerksbasis gibt es in anderen Modellen schon. Hier ist das ausschlaggebende das Gehäuse, Ja. eben mit dem halbrunden Glas, Ja. was bei der Herstellung relativ komplex ist, weil diese halbrunden Glasscheiben viel Toleranzen haben und trotzdem nicht das Gehäuse herzustellen. Das ist ganz so einfach. Okay. Und wo befinden sich denn die Reguliergewichte und die Werkzeuge? Das ist bei der Uhr sehr schön integriert in den Gehäusesockel, wo es ein Ventil gibt. Ja. Und der Uhrenbesitzer dann das Werkzeug und die Spielzeuge zu kontrollieren findet. Okay. Versteckt ist vielen Dank. Was sind denn die wichtigsten Eigenschaften vom neuen Rotalis 3.2? Der Rotalis 3.2 teilt sich die technische Plattform vom Vorgänger, dem Rotalis 3. Es handelt sich um einen Hightech-Uhrenbeweger, der eine eingebaute Datenbank hat und von eigentlich allen wichtigen Uhren die Rotationszahlen eingespeichert hat. Und man kann mit einem Smartphone zum Beispiel oder einem Computer die Steuerung beeinflussen und dann weiß der Uhrbeweger genau, welches Uhrenmodell, welche Umdrehungsrichtung, welche Umdrehungszahl benötigt. Das ist also sehr individualisierbar. Genau, damit man jeder Uhr nur gerade so viel Energie mitgibt, wie sie unbedingt braucht. Das ist sehr schonend zu handhaben. Ja, ja. Und was unterscheidet jetzt konkret die neuen Uhrenbeweger von den älteren Vorgängermodellen? Das Vorgängermodell war eigentlich eine relativ kantige, eckige Gehäuseversion. Jetzt haben wir die Gehäuseecken ein bisschen abgerundet, eine vornehme Metallintarsie reingesetzt. Es gibt 2 Varianten. Okay.
so zwei Gehäusevarianten. Gehäusevarianten. Ja, ja, okay. Und wie erfolgt denn die Stromversorgung bei den beiden? Beim Rotalis 3 hat man zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite mit zwei Batterien. Das heißt, da ist er dann einige Monate autark, kann auch in einem Tresor untergebracht werden und natürlich für den Dauerbetrieb Netzstrom versorgen. Okay. Und warum sollte der Kunde jetzt ausgerechnet den Uhrenbeweger kaufen? Was unterscheidet den Uhrenbeweger vom Markt? Unsere Uhrenbeweger sind in allen Komponenten Made in Germany auf Langlebigkeit ausgelegt. Und wenn man so sieht, dass viele Uhrenfans eigentlich das Beste vom Besten sich fürs Handgelenk kaufen, sollten sie bei dem Uhrenbeweger eigentlich dieselbe Qualitätsstufe wählen. Ja, super, vielen Dank. Kannst du uns ein bisschen was über die neue Tischuhr Vitrea erzählen? Ja, die Vitrea ist ein für Sattlerverhältnisse relativ ungewöhnliches Produkt. Diesmal stand nicht so sehr die genaue Anzeige der Uhrzeit im Vordergrund, sondern wir wollten eigentlich ein Objekt schaffen, das auch die Schönheit der Mechanik sehr plastisch darstellt. Ich denke, das ist bei der Vitrea sehr gut gelungen. Ja, auf jeden Fall. Woher kommt denn der Name Vitrea? Vitrea ist aus dem Lateinischen und heißt gläsern oder durchsichtig, durchscheinend. Und das hat uns sehr gut gefallen, dieses Wort, weil es auf die Uhr eigentlich genau zutrifft. Mhm. Und durch was wurde denn das Gehäuse oder die Uhr generell inspiriert? Eigentlich wollten wir die Mechanik schön sichtbar machen und die Uhrmacher, Gesellen und Meister haben früher immer Gangmodelle gebaut, die auch unter so einer Glaskuppel waren. Wir haben eigentlich jetzt ein komplettes Uhrwerk unter die Glaskuppel gestellt, maximal skelettiert, sodass man alles schön sehen kann, wie es funktioniert. Ja, okay. Und wie lange hat es denn gedauert von der Idee der Tischuhr bis zum fertigen Prototypen? Das geht bei uns immer gemessen an Industriestandards relativ schnell. Innerhalb eines Jahres war eigentlich vom ersten Entwurf bis zum Prototypen eigentlich alles erledigt. Ja. Aber täuscht mich das oder sieht das so aus, als würde das Uhrwerk fliegen? Ja, das ist durch einen kleinen optischen Trick entstanden. Wir haben die hintere Platine durchbrochen. Im Sockel ist eine kleine Spiegelscheibe drin. Okay. Und so kann man auch aus verschiedenen Perspektiven in die Uhr reinsehen. Da, wo man normalerweise nichts sieht, Ja. spiegelt sich das Räderwerk. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Welche besonderen technischen Merkmale hat das neue Opus PM70-3? Opus PM70-3 ist ein klassischer Regulator. Wie der Name sagt, 70 cm lang, kann Stunde, Minute und die Mondphase anzeigen und hat auch noch einen Passageschlag. Das heißt, zu jeder vollen Stunde gibt es einen Ton. Okay. Und wie kam man denn auf die Idee von der Blutmond? Ja, der Blutmond ist eine sehr selten auftretende Erscheinung am nächtlichen Himmel oder auch tagsüber. Nämlich wenn der Mond, die Erde und die Sonne in einer Achse liegen, dann erscheint der Mond blutrot, Ja. daher der Name. Und heuer zum Beispiel ist in Mitteleuropa wieder im September ein Blutmond zu sehen. Das war für uns halt auch mal der Anlass. Die Vorgängermodelle hatten immer eine weiße Mondkugel gemalt und aus diesem Anlass haben wir das mal einfallen lassen. Okay. Und wie würdest du denn jetzt die Uhr in 3 Begriffen beschreiben? Ja, klassisch, trotzdem modern und präzise und exakt. Okay, sehr gut. Und was ist denn das Besondere an der Seilrolle? Ja, die Seilrolle hat eine Spezialität, nämlich eine Rubinlagerung, wie wir es auch in anderen Präzisionsuhren verwenden. Und weil der Rubin auch so eine schöne rote Farbe hat, haben wir gedacht, auch in einem normalen Regulator bauen wir eine Rubinlagerung ein aus optischen Rubin. Ja, das passt natürlich sehr schön mit dem Rot zusammen. Ja. Das war unser Rubin. Okay. Und was ist das Besondere an dem Gehäuse von der Uhr? Das Gehäuse ist eigentlich unsere neueste Gehäusebauart mit einer rahmenlosen Türe, Magnetverschluss, dass die Uhr auch sehr schön staubdicht ist, was ja der langen Zeit Stabilität des Uhrwerks sehr zugute kostet. Okay. Gut, vielen Dank.